Gut, das war's für heute. Vergessen Sie bitte die Hausaufgaben nicht. Für Montag machen Sie die Seiten 42 bis 45. Entschuldigung, Frau Brandt? Ja, Nadja? Bei Aufgabe 6 sollen wir nur die Sätze schreiben oder auch den kleinen Text unten? Auch den kleinen Text. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Es reicht, wenn Sie einfache Sätze schreiben. Danke. Frau Brandt, noch eine Frage. Ja? Kommt am Montag auch wieder Partnerarbeit? Natürlich. Warum? Nein, nur so. Ich wollte wissen, ob wir wieder Sprechen üben. Ja, wir machen am Montag Dialoge zum Thema Alltag und Termine. Gut, danke. Sehr gern. Dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Ihnen auch. Tschüss. Du warst heute besser als letzte Woche. Ich? Wirklich? Ja, beim Sprechen warst du heute viel sicherer. Das freut mich. Letzte Woche war ich total nervös. Das hat man gemerkt. Danke. Sehr freundlich. Ich meine es ernst. Heute war es besser. Und du warst auch gut. Du sprichst schon ziemlich flüssig. Nur manchmal. Wenn ich ruhig bin, geht es. Wenn ich nervös bin, vergesse ich einfache Wörter. Das kenne ich, besonders wenn alle zuhören. Ja. In kleinen Gesprächen ist es leichter. Genau. Im Plenum denke ich plötzlich über jedes Wort nach. Woher kommst du eigentlich? Aus Marokko. Und du? Aus Syrien. Ah, okay. Seit wann bist du in Deutschland? Seit 2 Jahren. Erst war ich in einer anderen Stadt, aber seit 8 Monaten wohne ich hier. In Berlin? Ja. Und du? Ich bin seit etwas mehr als einem Jahr hier. Zuerst war ich bei meinem Bruder in Hamburg. Dann habe ich Arbeit in Berlin gefunden. Und gefällt es dir hier? Berlin? Schwierige Frage. Warum? Manchmal ja, manchmal nein. Es ist eine große Stadt. Man kann viel machen, aber manchmal fühle ich mich hier auch ziemlich allein. Ja, das kenne ich. Wirklich? Du wirkst immer ruhig und sicher. Ruhig vielleicht, aber nicht immer sicher. Am Anfang in Deutschland war alles neu. Sprache, Behörden, Arbeit, Leute. Ich musste mich um so viele Dinge gleichzeitig kümmern, dass ich manchmal abends nur noch müde war und geweint habe. Das tut mir leid. Es ist jetzt besser, aber die ersten Monate waren schwer. Bei mir auch. Was war für dich am schwersten? Ehrlich? Nicht die Sprache. Nicht? Nein. Das Schwerste war dieses Gefühl, wieder von vorne anzufangen. Früher hatte ich in meinem Land einen klaren Alltag. Arbeit, Freunde, Familie, alles war normal. Und hier war plötzlich alles fremd. Ja, genau. Man hat das Gefühl, dass man wieder wie ein Kind ist. Man muss sogar einfache Sachen neu lernen. Zum Beispiel Formulare, Arzttermine, Arbeitsverträge, Briefe vom Amt. Oder Telefonate. Ich hatte früher richtige Angst vor Telefonaten auf Deutsch. Ich immer noch. Wirklich. Ja. Wenn jemand schnell spricht, verstehe ich manchmal fast nichts. Das passiert mir auch noch. Arbeitest du gerade? Nur Teilzeit. In einer Bäckerei? Nicht jeden Tag, aber oft am Vormittag. Und du? Ich arbeite im Lager. Frühschicht. Deshalb bin ich im Kurs manchmal so müde. Dann ist es bewundernswert, dass du trotzdem jeden Tag kommst. Danke. Ich versuche einfach dran zu bleiben. Ich will irgendwann besser Deutsch sprechen. Ich auch. Warum lernst du Deutsch? Wegen der Arbeit? Auch, aber nicht nur. Ich will irgendwann eine Ausbildung machen. Vielleicht im Büro oder in einer Praxis. Ich möchte nicht für immer nur kleine Jobs machen. Das verstehe ich. Und du? Ich möchte später vielleicht eine Weiterbildung machen, aber zuerst brauche ich mehr Sicherheit in der Sprache. Ja, ohne Sprache ist alles schwerer. Genau. Wohnst du allein?
Nein, leider nicht. Im Moment wohne ich noch mit meinem Cousin zusammen. Das ist okay, aber nicht ideal. Ich wohne mit meiner Schwester. Das ist schön, aber manchmal auch anstrengend. Familie ist gut, aber manchmal braucht man auch Ruhe. Ja, Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? kommt darauf an. Warst du immer so ruhig? Nein, früher war ich offener. Ich habe viel gelacht, viel erzählt. Und jetzt? Jetzt bin ich vorsichtiger geworden. Wegen dem, was du erlebt hast? Ja, Du musst nicht antworten, wenn du nicht möchtest. nein, ist okay. Ich habe einfach in den letzten Jahren zu viel verloren. Menschen, Sicherheit, Vertrauen. Danach wird man anders. Das verstehe ich sehr gut. Und du? Bei mir ist es ähnlich. Ich rede nicht oft darüber. Aber ich habe auch viel hinter mir. Deshalb brauche ich manchmal länger, bis ich jemandem vertraue. Dann haben wir etwas gemeinsam. Offenbar schon. Komisch. Im Kurs sprechen wir immer über Einkaufen, Arzttermine oder Verben. Aber manchmal lernt man Menschen besser kennen, als man denkt. Ja. Vielleicht gerade, weil alle etwas mit sich tragen. Vielleicht. Fährst du jetzt nach Hause? Ja, mit der U-Bahn. Ich auch. Wollen wir zusammen zur Station gehen? Ja, gern. Gut. Weißt du, Karim, Ja, ich bin froh, dass wir heute gesprochen haben. ich auch. Sonst jetzt sitzen wir immer nur im Kurs und sagen Hallo, wie geht's und bis Montag. Stimmt. Und heute war es irgendwie anders. Ja, Vielleicht können wir nach dem Kurs öfter ein Stück zusammengehen? vielleicht. Das klang jetzt nicht sehr überzeugt. Nein, so meinte ich das nicht. Ich meinte nur ja, gern. Gut, dann ist das ab heute unser kleiner Plan. Ein kleiner Plan ist manchmal schon viel. Stimmt. Karim, Ja? ich glaube, du bist nicht so nervös, wie du immer denkst. Und ich glaube, du bist nicht so distanziert, wie du manchmal wirkst. Vielleicht finden wir das ja noch heraus. Vielleicht beginnt es genau heute. Nadja, kommst du morgen früher? Frau Brandt meinte, wir sollen die neuen Wörter wiederholen. Vielleicht 10 Minuten früher. Ja. Warum? Nur so, dann können wir zusammenschauen. Guten Abend. Hallo Karim. Hi, Geht ihr schon? Ja, aber nicht direkt nach Hause. Ach so, Karim, wenn du Zeit hast, ich wollte noch einen Kaffee trinken. Vielleicht kommst du mit. ich? Ja, gern. ach, ihr geht noch weg? Nur kurz. Ein bisschen reden. Alles klar, dann bis morgen. Bis morgen. Lass uns da vorne in das kleine Café gehen. Es ist ruhig und nicht so teuer. Perfekt, genau das brauche ich gerade. Einen ruhigen Ort? Ja, die Arbeit war heute anstrengend. Was ist passiert? Nichts Besonderes. Viele Pakete, wenig Leute, zu viel Stress. Und mein Chef war auch nicht gut gelaunt. Das klingt nicht schön. Nein, aber jetzt bin ich hier und das ist schon besser. Dann hat sich der Abend wenigstens ein bisschen verbessert. Ja. Was möchtest du trinken? Einen schwarzen Kaffee? Und du? Ich nehme Tee. Abends trinke ich nicht mehr so gern Kaffee. Vernünftig. Danke. Nadja, darf ich ehrlich sein? Ja, Ich habe mich heute gefreut, dass du mich gefragt hast. wirklich. Ja. Ich dachte erst, du gehst einfach nach Hause. Ich wollte zuerst auch direkt fahren. Aber dann dachte ich, wir reden immer nur kurz zwischen Tür und U-Bahn. Stimmt. Und ich hatte das Gefühl, dass unser Gespräch letztes Mal irgendwie offen geblieben ist.
Ja, das hatte ich auch. Also? Erzähl mir etwas, das ich noch nicht über dich weiß. Das klingt wie eine Aufgabe aus dem Kurs. Vielleicht, aber diesmal ohne Lehrerin. Okay, ich war früher verheiratet. Oh, Das überrascht dich? ein bisschen. Nicht negativ. Ich wusste es nur nicht. Ja, es ist schon länger vorbei. Darf ich fragen, was passiert ist? Es war eine schwierige Zeit. Nicht nur wegen der Ehe, wegen allem. Viel Stress, viele Veränderungen, viel Druck. Irgendwann ging es einfach nicht mehr. Das tut mir leid. Und du? Ich war nicht verheiratet, aber ich war lange verlobt. Und? Es ist nie zu einer Hochzeit gekommen, Warum nicht? weil sich mein ganzes Leben verändert hat. Plötzlich gab es andere Sorgen, nicht Liebe, nicht Zukunft, sondern nur noch Sicherheit. Verstehe. Danach war nichts mehr wie vorher. Denkst du noch oft daran? Manchmal, nicht mehr jeden Tag, aber manche Erinnerungen bleiben. Ja, das ist bei mir auch so. Weißt du, was komisch ist? Was denn? Früher dachte ich immer, Erwachsene haben irgendwann ein stabiles Leben. Man arbeitet, man plant, man weiß, wo man hingehört. Und jetzt? Jetzt habe ich verstanden, dass man auch mit 30 oder 40 noch neu anfangen kann oder neu anfangen muss. Das ist ein trauriger, aber ehrlicher Satz. Ja, Ich glaube, viele im Kurs haben solche Geschichten, man sieht sie nicht sofort, aber sie sind da. das stimmt. Bei Daniel habe ich manchmal das Gefühl, dass er ganz leicht lebt. Wirklich? Ja, er wirkt so offen, locker, sicher. Vielleicht ist das nur seine Art. Vielleicht hat er auch etwas erlebt. Möglich. Warum fragst du? Nur so. Was denkst du über den Kurs? Ich mag ihn. Nicht jeden Tag, nicht jede Übung, aber insgesamt ja. Ich auch. Besonders wenn wir sprechen. Ja, Grammatik ist wichtig, aber Dialoge finde ich besser. Weil man dabei auch etwas über Menschen lernt. Genau. Nadja, darf ich dir noch eine ehrliche Frage stellen? Schon wieder eine ehrliche Frage? Ja. Gut. Stell sie. Warum bist du manchmal so vorsichtig mit Menschen? Weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Mit Freunden? Mit Menschen allgemein. Mit Enttäuschung. Mit Versprechen, die plötzlich nichts mehr wert waren. Verstehe. Und du? Warum wirkst du manchmal, als würdest du etwas sagen wollen und dann plötzlich doch schweigen? Weil ich Angst habe, zu viel zu sagen. Zu viel? Ja. Wenn ich jemanden mag, bin ich oft vorsichtiger, nicht lockerer. Wirklich? Ja, Das hätte ich nicht gedacht. ich weiß. Viele denken, stille Menschen hätten nichts zu sagen. Aber oft denken sie einfach zu viel. Das gefällt mir. Was genau? Dieser Satz. Gut, dann war wenigstens ein guter Satz heute dabei. Mehr als einer. Also war der Kaffee keine schlechte Idee? Nein, gar keine schlechte Idee. Dann können wir das vielleicht wiederholen. Meinst du nach dem Kurs? Ja. Oder am Wochenende. Vielleicht am Samstag? Wirklich? Ja. Wenn du Zeit hast, Natürlich habe ich Zeit. dann vielleicht ein Spaziergang, wenn das Wetter gut ist. Ja, gern. Gut. Nadja, Ja, ich glaube, heute war der erste Abend seit langer Zeit, an dem ich mich nicht allein gefühlt habe. dann war es gut, dass wir nicht direkt nach Hause gegangen sind. Sehr gut sogar. Aber weißt du, was das Gefährliche daran ist? Was?
dass man sich schnell an solche Abende gewöhnt. Vielleicht ist das gar nicht gefährlich. Vielleicht, Vielleicht ist es nur der Anfang von etwas. das werden wir sehen. Am Samstag? Vielleicht schon vorher. Morgen im Kurs. Dann hoffe ich, dass morgen schnell kommt. Ich auch. Und ich hoffe noch etwas. Was denn? Dass du wieder Tee trinkst und ich wieder zu viel sage. Dann stehen die Chancen gut. So, wir machen jetzt Gruppenarbeit. Bitte sprechen Sie zu dritt über das Thema Freundschaft und Vertrauen. Nadja, kommst du zu uns? Ja, gern. Karim, Sie können mit an den Tisch kommen. Dann sind Sie zu dritt. Ja, natürlich. Also, wer beginnt? Du kannst anfangen. Okay, für mich ist Vertrauen sehr wichtig. Wenn ich mit jemandem befreundet bin, möchte ich offen sprechen können. Ohne Angst. Ja, das stimmt. Und für dich? Für mich bedeutet Freundschaft, dass man sich nicht ständig erklären muss. Dass jemand bleibt, auch wenn man schwierige Tage hat. Das ist schön gesagt. Ja. Und Karim? Für mich ist Vertrauen etwas, das langsam wächst. Ich vertraue nicht schnell, Warum nicht? weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ah, Sehr gut. Bitte sprechen Sie weiter. Und versuchen Sie, ganze Sätze zu bilden. Daniel, du bist heute aber sehr aktiv. ja, ich bin gut gelaunt. Warum? Ich hatte heute ein gutes Gespräch bei der Arbeit. Vielleicht bekomme ich bald einen besseren Vertrag. Das ist doch super. Ja, wenn alles klappt, bleibe ich länger in Deutschland. Das klingt gut für dich. Ja, und ich möchte mein Deutsch endlich schneller verbessern. Das wollen wir alle. Stimmt. Nadja, wenn du willst, können wir nächste Woche zusammen lernen. Ich wohne nicht weit von hier. Echt? Ja, ich lerne mit anderen oft besser als allein. Das ist eigentlich eine gute Idee. Karim, du kannst natürlich auch mitkommen. Vielleicht. Ich weiß noch nicht. Gut, die Zeit ist um. Bitte wechseln Sie jetzt die Partner. Karim, gehst du heute direkt? Wahrscheinlich ja. Alles okay? Ja, natürlich. Warum? Du wirkst irgendwie anders als sonst. Nein, ich bin nur müde. Nadja, ich schick dir später die Notizen von heute, okay? Oh, danke. Das wäre nett. Kein Problem. Du brauchst die Notizen noch gar nicht, Wieso nicht? weil du heute alles verstanden hast. Trotzdem sind Notizen nie schlecht. Eben. Bis später dann. Bis später. Also, trinkst du heute wieder Kaffee? Ich weiß noch nicht. Warum fragst du so komisch? Gar nicht komisch. Doch, ein bisschen schon. Ich dachte nur, wir gehen vielleicht wieder ein Stück zusammen. Ja, gern. Gut, Karim, jetzt sag ehrlich. Was ist los? nichts. Wirklich? Ja, Dann sagst du nichts. In einem sehr seltsamen Ton. vielleicht bilde ich es mir nur ein. Was genau? Dass du in letzter Zeit mit Daniel ziemlich viel redest. Wir sind im gleichen Kurs. Natürlich reden wir. Ja, klar. Karim, bist du eifersüchtig? Nein, Das war sehr schnell. weil es nicht stimmt. Vielleicht ein bisschen. Ehrlich? Ich weiß, dass es dumm klingt. Nicht dumm, nur unerwartet. Ich weiß selbst nicht, warum mich das so stört. Vielleicht, weil wir in den letzten Tagen viel zusammen waren und ich dachte, Was dachtest du? dass es zwischen uns vielleicht etwas Besonderes gibt. Und jetzt glaubst du, das ist nicht so? Ich weiß es nicht. Heute hatte ich einfach plötzlich das Gefühl, dass ich vielleicht nur etwas falsch verstanden habe. Karim, nur weil ich mit jemandem im Kurs rede, heißt das doch nicht, dass du mir egal bist. Vielleicht. Aber Daniel ist anders als ich. Offener, lockerer. Er redet einfach mit jedem. Und? Und manchmal denke ich, dass Menschen wie er es leichter haben. Vielleicht. Aber das bedeutet nicht,
dass ich ihn lieber mag? Sagst du das jetzt nur, damit ich mich besser fühle? Nein. Ich sage es, weil es stimmt. Hm, Ich finde Daniel nett. Mehr nicht. wirklich? Ja, aber ich finde dein Verhalten gerade nicht so nett, Warum? weil du einfach still und kalt geworden bist, statt normal mit mir zu reden. Ich wollte keinen Streit. Dann rede. Schweigen macht es schlimmer. Vielleicht habe ich Angst, dass ich dir zu viel bedeute. Oder zu wenig. Das ist ein trauriger Satz. Ja, Karim, ich habe dir doch nie gesagt, dass ich alles leicht finde. ich weiß. Aber wenn wir uns näher kommen, dann brauche ich Ehrlichkeit, nicht Schweigen und keine komischen Antworten. Du hast recht. Und noch etwas. Ja? Ich möchte selbst entscheiden, mit wem ich rede, ohne dass gleich Spannung entsteht. Ja. Das verstehe ich. Gut. Bist du jetzt wütend? Ein bisschen enttäuscht. Aber nicht nur. Was noch? Ich bin auch froh, dass du ehrlich warst. Auch wenn es nicht gut klang? Ja. Ehrlichkeit klingt nicht immer schön, aber sie ist besser als Distanz. Dann habe ich vielleicht noch eine Chance? Wofür? Für Samstag. Das hängt davon ab, Wovon? ob du bis dahin wieder normal mit mir redest. Das kann ich versuchen. Nicht versuchen, machen. Gut. Und Karim? Ja? Eifersucht ist kein Beweis für Gefühle, aber Ehrlichkeit vielleicht schon. Dann hoffe ich, dass ich heute wenigstens einen Fehler richtig gemacht habe. Das sehen wir morgen. Morgen? Ja, denn Daniel hat mir gerade geschrieben. Was? Ganz ruhig. Nur wegen der Notizen. Aber jetzt bin ich gespannt, wie du darauf reagierst. Nadia, warte bitte. Ich warte doch schon. Bist du noch sauer? Nicht mehr so wie gestern, aber ich denke noch darüber nach, Über mich? über uns, über dich, über die Situation. Okay. Karim, ich möchte keine Spielchen. Ich bin nicht mehr 20. Ich auch nicht. Gut, dann reden wir jetzt wie Erwachsene. Ja. Gestern war ich enttäuscht. Nicht, weil du ehrlich warst, sondern weil du mir zuerst das Gefühl gegeben hast, alles sei normal, obwohl etwas ganz anderes los war. Das stimmt. Und ich mag es nicht, wenn jemand innerlich etwas mit sich herumträgt und mich dann plötzlich spüren lässt, dass etwas nicht stimmt, ohne es auszusprechen. Ich weiß. Warum hast du nicht einfach gesagt, dass du dich komisch fühlst? Weil ich Angst hatte. Wovor? Vor deiner Antwort. Welche Antwort hattest du denn im Kopf? Vielleicht. Karim, du hast das alles falsch verstanden. Wir sind nur Kollegen aus dem Kurs. Und das hätte dich verletzt? Sehr. Nadia, ich bin nicht gut in solchen Dingen. in welchen Dingen? Wenn mir jemand wichtig wird, dann werde ich nicht mutiger, sondern vorsichtiger und manchmal auch unsicher. Das merke ich. Ich wollte nicht kontrollierend sein. Wirklich nicht. Ich glaube dir das, aber so hat es sich kurz angefühlt. Es tut mir leid. Danke. Hast du gestern noch mit Daniel geschrieben? Ja, kurz. Ah, Karim. ja? Siehst du? Genau dieser Ton. Entschuldigung. Ich meine nur, ich will es richtig machen, aber innerlich bin ich immer noch nervös. Daniel hat mir einfach die Notizen geschickt und dann gefragt, ob ich nächste Woche vor dem Kurs früher komme. Mehr nicht. Wirklich nur das? Ja. Und selbst wenn es mehr wäre, müsste ich es dir nicht mit schlechtem Gewissen erzählen. Stimmt.
Aber ich erzähle es dir trotzdem, weil ich Offenheit wichtig finde. Danke. Ich finde Daniel nett, aber ich interessiere mich nicht für ihn. Nicht? Nein, Und wen dann? das musst du eigentlich schon selbst wissen. Ich hoffe, ich weiß es. Karim, ich mag dich, sonst hätte ich mich nicht mehrmals mit dir getroffen. Wirklich? Ja, aber ich mag keine Unsicherheit, die alles kaputt macht, bevor überhaupt etwas begonnen hat. Verstanden. Und ich mag keine Eifersucht, wenn es dafür noch gar keinen Grund gibt. Ja. Aber ich mag Ehrlichkeit und Ruhe und Menschen, die nicht perfekt sind, aber nachdenken können. Dann habe ich vielleicht doch noch nicht alles verloren. So dramatisch musst du nicht sein. Ein bisschen vielleicht schon? Nein, nicht heute. Gut, dann ohne Drama. Viel besser. Also, darf ich etwas fragen? Schon wieder? Ja, aber diesmal wirklich wichtig. Dann frag. Gilt unser Samstag noch? Ist Das kommt darauf an. schon wieder? Ja, Worauf diesmal? darauf, ob du es schaffst, bis Samstag nicht in jeder normalen Unterhaltung zwischen mir und Daniel einen Roman zu sehen. Das ist hart. Das ist fair. Okay, dann schaffe ich das. Gut. Also gilt Samstag? Ja, Samstag gilt. Wirklich? Ja, aber nur, wenn du entspannt bist. Ich werde mein Bestes geben. Nicht dein Bestes. Einfach du selbst. Aber ohne Misstrauen. Das ist schwieriger als Grammatik. Wahrscheinlich. Und was machen wir am Samstag? Ich dachte an einen Spaziergang am Wasser und danach vielleicht etwas essen. Das klingt gut. Ja. Nadja, Ja? danke, dass du nicht einfach gegangen bist. Ich gehe nicht so schnell, wenn mir etwas wichtig ist. Und bin ich dir wichtig? Karim. Zu direkt? Ein bisschen. Entschuldigung. Aber die Antwort ist trotzdem ja. Wirklich? Ja. Sonst würde ich dieses Gespräch nicht führen. Dann war es vielleicht gut, dass wir gestritten haben. Nein. Gut war der Streit nicht. Aber gut ist vielleicht, dass wir jetzt ehrlicher sind. Das stimmt. Und jetzt habe ich auch eine Frage. Ja? Wenn Daniel morgen wieder neben mir sitzt, was machst du dann? Ich bleibe ruhig, sage freundlich Hallo und denke daran, dass wir am Samstag zusammen sind. Das war fast zu selbstbewusst. Nur fast? Fast. Dann lerne ich vielleicht doch schnell. In Deutsch? Auch. Aber vor allem im Leben. Dann sehen wir uns morgen im Kurs. Und Samstag außerhalb des Kurses. Genau. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Und Nadja? Ja? Wenn ich morgen wieder nervös bin, erinnere mich bitte daran, dass Ehrlichkeit besser ist als Schweigen. Das mache ich. Gut. Dann haben wir wohl beide heute etwas gelernt. Ja. Nicht nur Deutsch. Vielleicht war das die wichtigste Lektion. Vielleicht ist es erst der Anfang.